Schönen guten Morgen. Ja, also ich möchte Ihnen ein bisschen über den Stromtank erzählen und auch wie die Idee entstanden ist, einen Stromtank zu bauen. Ne? Es ist so, ich hatte jahrelang eine Haifa-Firma gegründet, die Firma MBL, schon 1979, habe sie sehr lange betrieben, MBL gehört zu den Top 10 auf der Welt von Hi-Fi-Gerätehersteller und zwar Vollprogramm vom CD-Player bis zum Lautsprecher. So, habe sie 2009 verkauft, die Firma, weil sie zu groß geworden ist und man ist dann als Chef, ich bin leidenschaftlicher Ingenieur, ne, als Chef nur noch dazu da, Probleme zu lösen. Leute kommen und sagen, ich habe das Problem, Personalprobleme, Probleme mit dem Finanzamt und Buchhaltung und so weiter. Man ist von morgens bis abends eigentlich nur noch Problemlöser. Ich sage, das brauche ich nicht, verkaufe ich. So. Dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, naja, irgendwas muss ich ja machen. Ne? Also habe ich überlegt, dann noch ein Lautsprecher. Denke ich, ach, gibt so viele schöne Lautsprecher, klingen auch alle toll. Ja. Und noch einer, lohnt sich nicht, neue Endstufe. Denke, naja, also gibt auch so viele schöne Endstufen. Ich sage, was kann es denn sein, was ich machen kann, was es in der Form noch nicht gibt? Und dann hatte ich überlegt, okay, es gibt ja zwei entscheidende Punkte für den Klang einer HiFi-Anlage, die sehr entscheidend sind, wenn Sie eine gute Anlage haben. Ein Punkt ist die Aufnahmequalität. Wenn Sie eine miese Aufnahme haben, kriegen Sie auch einen schlechten Klang. Da können Sie noch so tolle Anlage haben, das wird nichts. Ne? Und das Zweite ist auch die Versorgung, Stromversorgung. Extremfall, ziehen Sie einen Stecker raus, ist auch keine Musik da. Also, ja, das ist also eine Geschichte, dass man sagt, Stromversorgung ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Und da habe ich überlegt, okay, die Stromversorgung ist eigentlich das Fundament. Ne? Da, wenn kein Strom da ist, ist null. Und wenn der Strom schlecht ist oder schwankt oder ja, zusammenbricht, beeinflusst immer unsere Anlagen. Man braucht also etwas, was absolut stabil unten, wie bei einem Haus, das Fundament, die Stabilität bietet, wo Sie immer die gleichen Voraussetzungen haben, egal ob morgens, abends, Mitternacht oder in einem Jahr oder ähnliches, ja, immer die gleichen Voraussetzungen haben, ein sogenanntes Fundament, auf dem die Anlage steht und sozusagen ihre bestmögliche Qualität erzeugen kann. Ja. Und da ja 2012 etwa eine neue Batterietechnologie rausgekommen ist, und zwar die Lithium-Eisenphosphat-Technologie, äh, die praktisch im Gegensatz zur reinen Lithium-Technologie eigensicher ist. Sie haben es schon in der Vergangenheit mitbekommen, reine Lithiumbatterien, die können brennen, die können explodieren, ja, und so weiter, weil sie Sauerstoff intern erzeugen, geht schlecht für den Wohnraum, wenn Sie größere Leistungen haben, zur Verfügung stellen müssen. Ne? Die Autoindustrie, die Elektroautoindustrie hat das auch inzwischen begriffen und hat auf sogenannte LFP, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, umgestellt. Ne? Und für mich war es auch entscheidend, dass ich sagte, okay, wir sind im Wohnraum. Da müssen wir dafür sorgen, dass wirklich eine eigensichere Erzeugungstechnologie da ist, Batterietechnologie. Und auf dieser Basis habe ich dann mit meinem Ingenieurteam zusammen einen Stromtank entwickelt. Und mir gesagt, okay, der muss Hi-Fi-Qualität haben, ja, nicht irgendwo eine Batterie, ein Wechselrichter und dann, oh toll, ja, man hört's. Ja. Das wäre genau das Gleiche, wenn ich in den Supermarkt gehe, da wird eine Endstufe angeboten für 500 Euro, ja, kann 1000 Watt, ja, aber klingt wie eine Blechbüchse. Ja. Also hier muss man dafür sorgen, dass dieses Fundament wirklich den Ansprüchen genügt, selbst teuerster Anlagen. Und das bedeutet, dass man natürlich eine ganze interne Aufbau, Verdrahtung und so weiter, ja, die ganze Wechselspannungsumsetzer in einer Qualität herstellt, die der Audiotechnik entspricht. Ja, dass man sagt, okay, die klanglich hervorragend sein muss. Ja.
Dazu gehört, dass es also praktisch stabil ist, absolut stabil die Batterieseite, absolut sauber die Umsetzung von Gleichspannung in Wechselspannung, 230 Volt, 50 Hertz oder in Amerika 120 und 60 Hertz. Und auch die gesamte innere Verdrahtung, die Steckdosen und Ähnliches, alles dementsprechend, was wir uns vorstellen als High-Ender, was wir benötigen oder was wir natürlich fordern von einem Gerät, mit dem wir unsere teuren und gut klingenden Anlagen versorgen wollen. So, dann ist praktisch als erstes Gerät ist der sogenannte 5000er entstanden. In diesem Gehäuseform ist er geblieben bisher. Ja. Und damit sind wir dann 2015, 16 erstmalig an den Markt gegangen, haben in Amerika die erste Ausstellung damit bestritten, und zwar mit DCS, ja, in Kooperation. Und das war noch in Las Vegas, da gab es noch diese Shows und da war der erste Punkt, wo die Hi-Fi-Welt oder die Audiowelt darauf aufmerksam geworden ist. Inzwischen vertreiben wir unsere Geräte weltweit, ja, von Australien, Amerika, Südamerika und China und so weiter und sind also sehr glücklich und zufrieden, dass wir Menschen finden, die es zu schätzen wissen und auch die Qualität zu schätzen wissen des Gerätes. Auf den Aufbau ein bisschen eingehen. Klar, wir haben eine Batterie und wir haben einen DC-AC-Wechselrichter. Die Batterie selbst muss absolut kontrolliert werden durch ein Batteriemanagementsystem, sodass alle Batterien, hier sind zum Beispiel hier sind 8 Batterien in Reihe geschaltet, bei den anderen Geräten sind es 16 Batterien und die Batterien müssen wirklich alle absolut identisch sein. Wenn Sie einen Stromimpuls benötigen für einen Schlag auf Schlagzeug oder irgendwie, also Impulse benötigen, dann brauchen Sie eine Batterie, die es auch wirklich liefern kann. Und darum wird der Batterieblock genau auf Millivolt genau ausgebalanciert, dass ein Impuls wirklich alle Batterien gleichzeitig trifft und der Strom geliefert werden kann und nicht eine Batterie ist schwächer, die gehen ins Knie, ja, und dann verzögern sie die Impulsversorgung, die sie benötigen, weil sie irgendwo jetzt einen praktischen Dynamikpeak haben in der Musik. So. Die Batterie wird also praktisch ist erstmal das Fundament des Stromtanks, auf das sich der DC-AC-Wechselrichter abstützt. Und die Batterie muss sauber sein und absolut stabil und fest. Dann kommt die Wechselung also vom Gleichstrom in den Wechselstrom. Und da erwarten wir einen ganz sauberen Sinus. Und wir erwarten eine absolut saubere Frequenz. Das heißt, also hier ist es eben wirklich auf Millivolt genauer Sinus und auch die Frequenz stimmt mit so und so viel Stunden hinterm Komma immer stabil, weil sie quarzgesteuert ist. So, dass wir hier erstmal von der Spannung und von der Frequenz immer die gleichen Werte haben, immer die gleichen Zustände haben. So. Dann ist es so, dass wir natürlich dadurch, dass wir vom Stromtank hinten im Ausgang dann direkt in die Geräte gehen, auch kurze Netzleitungen haben. Das ist ja ein Generator. Wir gehen nicht irgendwo jetzt eine Steckdose rein und dann von der Steckdose in die Verteilerkasten rein und dann vom Verteilerkasten in den Stromzähler und vom Stromzähler dann auf die Straße und von der Straße in die nächste Umspannstation. Nee, wir gehen praktisch direkt auf kürzesten Wege vom Stromerzeuger in die Geräte. Ja, sodass das ein entscheidender Punkt ist und wir natürlich hier auch vermeiden, dass zu viele Störungen einstreuen in die Netzkabel oder dass auch dort durch lange Netzkabel oder zwangsläufig lange Wege zum Zähler, zum Umsetzer dort entstehen. Ja, das ist das eine.
Das Zweite ist, dass wir ihn so aufgebaut haben, den Strom, dass wir zwei Modi haben. Ne? Der eine ist, wird vorne in Blau angezeichnet, zeigt, da sind wir Netz gekoppelt. Hier ist ein Netzkabel am Eingang dran. Ne? In diesem blauen Modus sind wir Netz gekoppelt und wir laden die Batterie, wenn sie leer sein sollte. Ja. Und Sie können Background-Musik hören in dem Modus in einer verbesserten Qualität als Netz, aber wirklich ähm, nicht so gut wie Netz getrennt. In dem Moment, wo Sie das Gerät dann auf grün umschalten, das so wie hier drüben leuchtet, in grün, trennen wir mechanisch, allphasig das Gerät vom Netz, sodass wir keine Verbindung mehr im Netz haben. Und zwar nicht elektronisch, sondern wirklich mechanisch. Dass wir sagen, okay, weg damit. Ja. Und sind dann haben nur noch die Batterie als Stromquelle und dann können wir ganz sauber, ohne alle Störungen aus dem Netz, die Anlage betreiben. Dann betrachten wir uns mal das Netz, ja, was wir zur Verfügung haben. Es kommt eine Steckdose an, ja klar, wenn Sie den Finger reinstecken, kriegt man einen Schlag, das ist da, Strom, ja, Spannung, alles vorhanden. Aber wer alles auf dem Netz liegt, ne, ob das jetzt Glühlampen sind, die modernen Energiesparlampen, die ja takten, sei es Ihre Waschmaschine oder sei es Ihr Kühlschrank oder sei es Ihr Herd, ja, der ja auch anläuft, indem er hochtaktet, wenn er die Temperatur erreichen soll. Ja. Und die ganzen Geschichten, dann gibt es Internet over Powerline, was immer beliebter wird. Das heißt, Sie stecken Ihren Router über einen Adapter in die Steckdose, ja, und dann können Sie in einen Raum relativ weit weg in Ihrem Haus, haben Sie den Empfänger in die Steckdose stecken, ja, und haben dann die Übertragung des ganzen Internets über Ihre Stromleitung. Ja. Das nennt sich Internet over Powerline. Ja. Jetzt kommt noch dazu, was also noch erschwerender ist, viele haben jetzt Ladestationen für Elektroautos, laden ihre Autos praktisch auch aus dem Stromnetz. Diese ganze Ladung mit den hohen Strömen führt auch getaktet, geht auch getaktet voran. Ja. Also auch haut eine Menge Störungen ins Netz rein. Ja. Sie haben sicher schon überall neue Solaranlagen und dann sagt man, okay, Solarno ist ja toll, kommt der DC, ne? Spannung, ja, klasse, aber was macht man? Man muss es umwechseln, DC zu AC, zu normalen Wechselspannungen. Aber eine Solaranlage, da geht es erstens mal darum, möglichst hohen Wirkungsgrad zu haben, so viel möglich Strom aus der Solarplatte rauszuholen und so billig wie möglich zu sein. Ja, so. Da ist es da egal, dem Kühlschrank, der Mikrowelle, ob Sie jetzt einen reinen Sinus haben oder ob Sie ein Dreieck haben oder irgendwas ähnliches. Ja. Und darum ist es so, dass diese Wechselrichter aus den Solaranlagen einen Haufen äh, Müll, sage ich mal, in das Netz reinhauen. Denn laufen ja alle über den Stromversorger, über diese Netze. Was wir früher hatten, das war relativ sauber, vor 20 Jahren, da war es nicht noch relativ sauber, ja, aber es wird jetzt immer schlechter. Ja. Wir haben jetzt auch Rückkopplungen von Kunden, ja, da ist jetzt ein neuer Windpark in Betrieb genommen worden. Ich kann gar nicht mehr richtig Musik hören, ja, weil das ist so schlecht geworden, ja, dass die verzweifelt teilweise suchen, wie sie ihre wirklich teuren und schönen Anlagen wieder zum Klingen bringen können. Ne? Und da haben wir damals gesagt, okay, da bieten wir mal was an, wir überlegen uns was, wir müssen wirklich vom Netz entkoppelt sein. Denn solange sie im Netz hängen, haben sie eigentlich keine richtige Chance. Ne? Und dann sagt man natürlich, naja, gut, aber ja, ich habe da in meiner Endstufe und im Vorstufe, habe ich da einen Transformator drin. Ne? Der trennt doch die Sache. Ne? Dann primär rein, sekundär raus und so weiter. Ja. Im Prinzip äh, habe ich doch gar kein Problem. Aber das Problem fängt damit an, dass Sie einen Transformator
ist ja nicht nur eine Übertragung induktiv von Primär nach Sekundär, sondern es ist auch eine hat auch eine Kapazität. Ne? In Deutschland ist es ja so, dass wir auch in der Steckdose verschieden rum reinstecken können. Ja? Also ja, hier können Sie ja nur, glaube ich, dreiphasig mit 3 Pointen anstecken. Ne? Und bei uns kann man so rum oder so rum reinstecken in die Steckdose. Und dann wissen die HNer, also wenn ich jetzt verkehrt rum in die Steckdose reinstecke, dass die Phase innen im Transformator liegt, ja, dann habe ich eine höhere Störübertragung, als wenn ich ihn umdrehe und die Phase außen am Transformator liegt. Dann ist die Strecke größer und die Übertragung ist geringer. Ja. Kriege ich also einen besseren Klang. Ja. Aber generell ist es so, dass Sie diese Übertragung, die ja dann praktisch auch nicht mehr so in ihr Gerät reingeht, wie es eigentlich sollte, über den Gleichrichter, die Elcos und so weiter, sondern auf die Signalmasse sich überträgt und damit haben sie dann ein Problem. Ne? So. Jetzt haben wir diese Erkenntnisse sind ja nicht neu, die haben wir nicht erfunden und darum gab es ja früher auch schon Filter. Ja, da hat man gesagt, naja, ich mache einfach eins, ich jag die Sachen, den Sinus durch den Filter durch und dann habe ich also weniger Störungen, ne? Was ja auch stimmt. Ne? Und dann kamen auch andere und sagten, okay, dann mache ich doch mal Folgendes, ich nehme eine Endstufe und eine Batterie und lade die Batterie aus dem Netz und aus der Endstufe mache ich wieder einen Sinus. Ja. Ist auch ein Weg, ja. Aber so wie sie die aus der Steckdose rausziehen, geht die Anlage aus. Ja. Und das Problem ist, dass jedes Filter und jede andere Geschichte die Phase verschiebt. Und sie haben Induktivitäten drin und Kapazitäten. Ja. Und die verschieben einfach die Phase und viele haben auch die Erfahrung schon gemacht, dass Dynamik beeinflusst. Ne. Das heißt also, sie kriegen zwar quasi einen saubereren Sinus, aber die Phase wird verschoben und damit kriegen sie natürlich auch eine Herabsetzung ihrer Klangqualität. Ja. Das ist so, dass man konnte ja nicht anders. Es hat irgendwie ein bisschen geholfen, ja, den Teufel mit Belzebub austreiben, sagt man so schön. Ja. Man ist eben einen Umweg gegangen. Ja. Wir sagen, weg mit dem Netz, mach dein eigenes Netz. Und wenn du umziehst, kannst du deinen Stromtank mitnehmen, ja, und dann hast du wieder genau die gleichen Verhältnisse. Dein Fundament ist wirklich identisch mit dem, was du vorher hattest in einer alten Wohnung, alten Haus oder was auch immer. Wenn man es nur über eine Verdrahtung macht, die können sie nicht aus der Wand rausreißen. Und außerdem endet die am Stromzähler. Ja. Da haben sie keine Chance, keine andere. So. Das ist das Grundkonzept vom Stromtank. Ja. Da haben wir verschiedene Modelle. Ja, also das kleinste, ein 1000er, der ist konzipiert überwiegend für Vorstufen oder kleine Anlagen. Darum haben wir eine kleine Anlage mal hier so aufgebaut, ja, mit einem Vollverstärker, einem CD-Player, ja, und einem Stromtank. So. Und das geht hin bis zum 5000er, dem High Power, der praktisch dann auch für große Anlagen mit Endstufen und so weiter gedacht ist. Ja. Und ein solcher Anlage wie Relentless, Endstufen dort von Agostino oder sowas, da ist es so, dass man auch 2 Stück braucht. Ne. Für jede Endstufe einen und dann kann man dann sozusagen auch den Ausgänge ausführen als Vorstufe und da hat man dann eine Schiene. Wir haben den 1000er, den 25er, den 4000er und den Hyper ist der S5000. Ja. Das zeigt so ein bisschen die Batteriekapazität auch an, diese Maße. Das sind hier etwa 1 kW Batterietankapazität. Ja. Der 2,5er hat etwa 2 kW Kilowattstunden Batteriekapazität. Der 5000 hat also 5000 Wattstunden Batteriekapazität und kann natürlich dadurch, dass er mit Doppelkonvertern ausgerüstet ist, ja, und dann natürlich noch schneller und noch besser die Stromspitzen, die ja von solcher großen, hochleistungsstarken Endstufen kommen, besser ausbalancieren. Und wenn Sie eben an so einer Endstufe so einen großen Lautsprecher von Wilson haben, dann brauchen Sie natürlich auch richtig Kraft. Ja. Ich mache mal einfach ein
schwieriges Stück, Opernstück, Anna Netrebko. Ist nicht jedermanns Geschmack, aber man hört, ich nehme das aus Form. Es ist alles Live-Instrumente, ja. Stimme auch, ja. Da ist keine Modifikation drin durch irgendwelche ja, Anhebungen oder ähnliches, ja, sondern hört man eigentlich am besten, wie es klingt und hört am besten auch die Fehler, die eventuell durch eine Anlage reinkommen in die Musik. Und das ist, wie gesagt, also da müssen Sie, wenn Sie es nicht ganz so mögen, müssen wir kurz ertragen. Ich schau mal, dass ich dann mal ein Stück finde, das besonders gut ist. Und zwei, nee, das hier. Zwei, so. Okay, jetzt nochmal die. So, ich spiele jetzt erstmal das Stück. So, ich spiele erstmal in Blaumodus. Das ist, wir nennen das Party- oder Background-Modus. Ja? Weil wir sagen, okay, wenn einer eine Party hat oder eine Gesellschaft und möchte Background-Musik haben, dann muss ich nicht die Batterie nehmen dafür. Ne? Dann ist das Netz gekoppelt. Ja? Wenn die Batterie leer ist, lädt er parallel dazu. Das interessiert sie nicht und sie hören einfach Musik. So, ein bisschen besser als die reine Netzmusik, aber nicht in der Qualität, wie wir es in den Grünmodus haben möchten. Und das mache ich dann, schalte Ihnen das nachher dann nochmal um, während des Spiels in Grünmodus. Wir schalten unterbrechungsfrei von dem Netz gekoppelten Modus in den reinen Batteriemodus in 10 Millisekunden Zeit, Umschaltzeit. Das heißt also unterbrechungsfrei. Ja. Und vom Grünmodus in den Blaumodus, ja, also wieder zurück Netz gekoppelt, das dauert etwas länger, weil wir da praktisch uns mit dem Netz synchronisieren müssen. Denn wir machen ja unsere eigenen 50 Hertz. Und wenn wir aufs Netz schalten, müssen wir natürlich erstmal unser Gerät mit dem Netz synchronisieren. Und darum dauert es länger. Also wenn man einen Unterschied hören möchte, dann schaltet man immer von Blau auf Grün. Weil das so schnell geht, dass es das Gehör nicht wahrnimmt. So, lass mich jetzt mal ein bisschen spielen. Also, ich habe es umgeschaltet auf Grün. So, kurz angespielt. Dadurch, dass wir haben gesehen, ich habe das Netzkabel abgezogen, jetzt in dem grünen Modus. Wir sehen, dass da haben Sie keinen Unterschied, kein Umschalten oder sowas gehört oder es läuft einfach weiter. Solange bis die Batterie eben leer ist, dann schaltet das Gerät automatisch um auf Blau, wieder laden. Ja. So, Batterie den unteren Punkt erreicht, schaltet es wieder um auf Blau und laden und lädt dann und dann lädt er wieder voll oder je nachdem, oder die sagen, okay, ich will ja oder nach halb voll oder viertel voll, will ich jetzt noch ein bisschen weiter hören in Batterie nach einer Weile, dann können Sie wieder auf grün schalten und dann ist es so. Hier unten haben Sie noch eine sogenannte Bargraphanzeige unter dem Instrument. Es zeigt Ihnen an, hier unten, wie lange Sie noch hören können, etwa. Ne? Es geht dann so schrittweise runter, ja, und dann, wenn Sie sagen, okay, jetzt ist mir das ist bald zu Ende, dann wissen Sie, okay, jetzt schaltet er bald um wieder aufs Netz. Ne? Hier haben wir noch eine andere Geschichte, Sie können die Helligkeit regeln. Ne? Das ist hier unser sogenannter
Nachtmodus. Es gibt viele unserer Kunden, die sagen, so viel Licht will ich gar nicht. Ich will einfach Musik hören und nicht immer nur so einen Tannenbaum da vor mir haben. Ja. Dann kann ich das umschalten, vielleicht unten nur eine kleine grüne Lampe. Wenn es dunkel ist, sehen Sie noch eine zweite, ganz leicht leuchten. Die zeigt Ihnen den Unterschied an, dass wenn die ganz rechts ist, die eine, und dann runter geht, damit Sie sehen den Unterschied und wie weit Sie jetzt schon sind mit der Batterieentladung. Ja. Instrument ist dann ganz ausgestattet vom Licht. Ja. Sie können dann natürlich auch, wenn Sie wollen, verschiedene Helligkeiten wählen. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ja nur vom Bedienungskomfort dienen. Ja. So. Wenn Sie Fragen haben zur Technik oder zum Stromtank. Oh, jetzt, Die Ausgangsspannung kann man nicht wählen. Die Ausgangsspannung können Sie einstellen, die können wir auch von Ferne einstellen. Ach so, das ist ein guter Punkt. Wir sind in der Lage, wenn Sie, der Händler hat eine kleine Box, die können Sie hinten reinstellen, stecken, wenn Sie ein Problem haben oder irgendwas oder denken, wollen wir eine andere Ausgangsspannung haben. Ja. Dann können wir von Berlin aus zugreifen auf das Gerät über Internet. Ja, und Ihnen fast jede Ausgangsspannung einstellen, die Sie möchten. Manche haben 220 Volt Geräte und möchten gerne nicht die 230 Volt haben. Dann können wir das Gerät umstellen auf 220 Volt. So, also das ist möglich. Oder wenn Sie sagen, oh, ich habe so den Eindruck, irgendwas ist nicht in Ordnung, dann können wir über Remote von Berlin aus nachsehen, was ist los. Ja. Unterspannung oder weiß ich was, ja, egal. Wir können alles analysieren und 90% der Probleme können wir direkt online lösen. Und wenn wir eine neue Software haben, können wir die auch von Berlin aus aufspielen, ja, über diese Box. Ja. Und ja, das ist so, hinten nennt sich das Service Ports. Und die Service Ports können wir analog den DC-AC-Wandler einstellen, überwachen, gucken, ob alles in Ordnung ist. Die Batterie kann man überwachen, gucken, ob alles in Ordnung ist, was auch immer. Ja. Das zum Beispiel andere Spannung. Ja. Wir haben Leute, die haben 120 Volt in Amerika, der wollte aber unbedingt 116 Volt haben. Ja, haben wir ihm 116 Volt eingestellt. Ich wollte noch mal ganz kurz, wir haben jetzt einen aktuellen Testbericht bekommen von Absolute Sound. Ja, und da ist ein sehr schöner Schlusssatz zum Testbericht. Hast du den vielleicht noch zufällig? Ja, genau. Also das Magazin ist gerade jetzt im November rausgekommen in Amerika, ne? Mit einem Testbericht über unser Stromtankmodell, den S2500 Quantum. Der Testbericht wurde vom Chefeditor Jacob Heilbrunn verfasst. Und seine Quintessenz lautet, ich lese es in Englisch im Original vor. Und dann kann man es ja. Let me put it bluntly, I'm not sure I can live without this marvelous device anymore. Danke, Jacob. Ja, wir hatten ja schon etliche Testberichte in Amerika auch, ja, ist ja mal in China auch, aber hier ist so, Absolute Sound ist Serial-File, sind die weltweit gelesenen Magazine. Und da ist eben wirklich entscheidend, dass ein Gerät gut ist. Ja. Die lassen sich nicht verbiegen oder sowas. Ja. Und vor allen Dingen nicht, wenn so eine kleine Mini-Firma wie wir das sind. Ja. Ja. Und darum haben wir uns sehr gefreut, dass er die Qualitäten erkannt hat. Und die Qualitäten eines Stromtanks erkennt man noch besser, wenn man erst eine Weile damit gehört hat. Ja. Wenn man damit einfach mal entspannt gelebt hat und sagt, okay, super. Ja. Ich kann noch mal ganz kurz erläutern, was vielen aufgefallen ist dabei, weil man in so einem Kurzdemo das nicht so, vielleicht noch nicht so erkennen kann. Wenn bei der Musik fehlt, wenn Sie einen Stromtank dran haben, das Background Noise, da haben Sie sonst immer ein leichtes Wischen im Hintergrund von der Musik.
wenn sie auf dem Netz spielen, was ihnen normalerweise schon gar nicht mehr auffällt. Was ihnen aber auffällt, wenn sie einen Stromtank im Einsatz eine Weile hatten, ist es völlig weg. Ja, dieses Geräusch, was durch die Störungen, die im Netz sind, eben einfach mit in die Anlage übertragen wird. Und das Zweite, was ist, dass die Interpreten, Instrumente und so weiter einen ganz klaren Umriss haben, also nicht zerfasern am Rand. Ja, und auch die Abstände sehr sauber getrennt sind von einzelnen Instrumenten. Ja. Das sind so Dinge, die eben dort eben auffallen. Und wenn Sie Violine hören, solche Stücke, ähm, dann haben Sie wirklich eine saubere Wiedergabe. Ja. Und das ist dann manchmal ist Violine ja sehr schwer zu ertragen, weil, ja, wenn sie sehr hoch spielt, ja, dann es ist aber hier so, dass sie wirklich eine saubere Wiedergabe haben, wir ganz sauber durchzeichnen bis oben und weniger, also keine Verzerrungen dort hinzufügen zu einer Violine im Hochtonbereich. Und das merken Sie auch daran, wenn Sie im Stromtank hören, Sie können länger hören. Das ermüdet irgendwie nicht. Ja. Sie können länger hören und ja, es entspannt. Ja. Das nur am Rande, jeder muss sich selber ein Bild davon machen. Ich finde, so eine kleine Anlage macht schon ganz toll Musik. Ja. Und ja, und wir haben es mit der kleinen und nicht mit der ganz großen, wo man vielleicht auch erschlagen wird von der Qualität der Superlautsprecher und der Super-Endstufen und was ich. Ja. Aber hier kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie auch die eigene Anlage klingen könnte. Ja. Und ja, was der Stromtank auch schon bei diesem Setup tun kann. Was ist die Lebensdauer der Akkus? Das ist eine gute Frage. Die Batterie-Lebensdauer ist ausgerechnet auf 6000 Zyklen. Ja. Jetzt, was heißt das? Ein Zyklus heißt einmal komplett entladen und einmal laden. Das ist ein Zyklus. Wenn Sie es jeden Tag machen, ja, dann haben Sie praktisch bei einem Jahr 365 Zyklen, 10 Jahren 3650 und 15 Jahren etwa haben Sie die 6000 erreicht. Aber das heißt nicht, dass die Batterie dann weggeschmissen werden muss. Das heißt, dass er abgesunken ist in der Kapazität auf 80%. Das ist so dieses Normlevel, ja, der angegeben wird, wenn man Batteriekapazitäten und Lebensdauer angibt.